Der Kunde hat immer recht und das fand ich irgendwie immer blöd. Ist es fair, Kundengrenzen aufzuzeigen oder riskiert man dann den Account bzw. den Kunden? Weil man kann nicht jede Woche was Neues machen, testen, ausprobieren, Taktik, neue Branchen, was schon immer. Das glaube ich, das spricht für sich selbst. Wer genügend Grips im Kopf hat, der hat es verstanden. Wer nicht, dann ist es sowieso besser, dass wir uns getrennt haben. Gut. Wie viel Kompromissfähigkeit ist gesund, bevor man die eigenen Standards oder KPIs opfert? Action! Herzlich willkommen zur 35. Ausgabe des Dialing Out, von Dialing Out, the OB2B Podcast. Bei mir im Studio, im selbstgebauten OB2B Studio, da sind wir auch sehr stolz drauf, die Nina, unsere Business Development Strategistin. Hallo. Hallo Nina nochmals. Danke für die Einladung nochmals. Gern geschehen, immer wieder gerne. Ich habe gerade gemerkt, dass ich, glaube ich, auch in der 30. Folge ein ähnliches Outfit hatte. Ich glaube, ich hatte nur das T-Shirt an mit unserem Logo. Das ist die 35. Folge. Jetzt müsste ich eigentlich in der 40. nochmal was mit dem Logo anziehen. Wer kann dran denken? Der Franjo. Du denkst dran, ja? Okay, gut. Nina, für mich ein sehr spannendes Thema heute, weil ich dieses Thema sehr selber auch lebe, beziehungsweise die Aussage lebe und der Meinung bin, dass der Kunde eigentlich nicht immer in Klammern recht genau hat. Beziehungsweise, dass man den Kunden auch wirklich nicht immer recht geben müsste oder muss. Deswegen sind wir auch da. Deswegen sind wir auch da und deswegen gibt es uns auch und deswegen gibt es eigentlich deine Position auch. Ne? Genau, ja. Du bist so die Tamponzone zwischen BDA und Kunde. Stimmt. Und hilfst, Missverständnisse aus der Welt zu schaffen. Du bist der Streitschlichter, du bist der Mediator. Ich würde mal sagen, das ist das Wort. Ja. Du bist die Person, die aufpasst, dass beide Seiten zufrieden sind. Genau. BDA wie auch Kunde. Und dann erst ich. Und dann erst du. Du musst eigentlich nie zufrieden sein. Alle anderen müssen happy sein, dann bin ich happy. Genau. Am Ende, ja. Sag mal, Nina, hattest du schon Situationen, wo das für dich schwer war, dem Kunden zu sagen, nein, das geht so nicht? Ich denke, am Anfang war das ziemlich schwierig, aber da hat mir eigentlich das ganze Team geholfen und meine Kollegen, die an dieser Stelle schon ein bisschen länger gearbeitet haben, einfach wie man das gut kommunizieren kann. Ich denke, jetzt ist es nicht so schwer, weil ich habe auch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt und dann kann ich vielleicht auch ein bisschen früher erkennen, welcher von unseren Kunden früher reagiert mit eigenen, so würde ich sagen, Ansprüchen. Und das lernt man einfach mit der Zeit. Und ich musste auch, ich denke, mein Selbstbewusstsein einfach mal aufbauen bei den Projekten. Genau. Und deswegen ist es jetzt vielleicht einfacher. Genau, und dann merkt man, glaube ich, auch sehr schnell, es ist nicht nur eine Floskel, wenn man sagt, man darf sich nicht alles gefallen lassen, sondern wirklich etwas, was man durchsetzen muss. Ja, und wir sagen immer, wir sind Partner. Und deswegen, der Kunde hat natürlich seine eigene Meinung, aber wir haben auch unsere eigene. Und deswegen sind wir auch hier, die auch zu beraten im ganzen Prozess. Und man muss am Ende immer einen Kompromiss finden, würde ich sagen. Genau. Gerade das, dass man irgendwie so die Zwischenperson ist eigentlich auch, dass man so einen Charakter haben sollte, wo man sich dann auch sagen kann, okay, ich muss nicht das graue Mäuschen sein, dass sich jetzt alles gefallen lässt. Auf keinen Fall. Ich darf aber auch nicht die hochmütige Hexe sein, die sich nichts gefallen lässt. Nee, ne? Ja. Beides ist sehr gefährlich. Genau, also wir haben unsere eigene so Firmenpolitik und Sachen, die wir auf einer gewissen Weise tun und die wir auch nicht ändern. Aber es gibt auch einige Sachen, wo wir ganz flexibel sind und ich würde mal sagen, wir lernen auch durch unsere Projekte und jedes Projekt kann man irgendwie anpassen und wir arbeiten ja im Dachmarkt, aber es ist jetzt nicht gleich, ob wir in der Schweiz, Österreich oder in Deutschland auch
tätig sind. Und alles spielt eigentlich eine Rolle. Auch woher unser Kunde stammt, was für ein Produkt ist es. Ich denke, deswegen brauchen wir immer eine Dose Flexibilität. Okay. Ja. Ich finde es auch sehr spannend, aber auch manchmal aus meiner Erfahrung höchst interessant, wie viel wir eigentlich auch von unseren Kunden gelernt haben. Genau, ja. Sachen, die wir dann selber auch durchgesetzt haben. Aber auf der anderen Seite ist es ja nicht etwas, was wir irgendwie oft auch vielleicht direkt zugeben würden. Kann sein, ja. Das lernt man vielleicht auch irgendwie im Nachhinein. Aber das Schöne ist ja auch, dass man wirklich auch immer hört oder auch sieht, dass man dem Kunden sehr viel beibringen konnte, dadurch, dass er mit uns diesen Prozess durchgeht, der Pre-Sales-Vorbereitung, der Pre-Sales-Aufstellung. Wir haben sehr oft die ganze, sagen wir mal, Abteilung aufgebaut, weil sie sowas auch gar nicht hatten, ne? Ja, wir hatten eigentlich neulich das Beispiel von Anna-Maria. Sie war auch neulich bei dem Podcast. Bei einem von ihren Projekten hat eigentlich der Kunde unser Modell genommen von der ganzen Abteilung, wie wir den Pre-Sales-Teil machen und hat sich gemeldet, gesagt, okay, das klappt jetzt viel besser bei denen. Und solche Sachen freuen uns eigentlich immer, wenn wir die Leute inspirieren können, etwas Neues auszuprobieren. Oder wenn sie sagen, okay, ihr benutzt immer das CRM, jetzt möchten wir auch das gleiche CRM benutzen, weil sie gesehen haben, dass es eigentlich Sinn macht für die. Ja. Und solche Sachen, ja. Ich glaube, es nervt uns wirklich immer extrem, wenn der Kunde, der eigentlich keine Ahnung hat, wie das funktionieren soll, mit Anforderungen kommt, das anders zu machen. Ja. Und das nervt, ne? Natürlich. Aber manchmal setzt er sich so stark um, dass es, glaube ich, viel besser ist, sogar den wirklich auf die Nase fallen zu lassen und dann zu sagen, hey, lassen Sie uns das doch so und so machen, als dass man sich wirklich widerspenstig dagegen wehrt, dass er das jetzt so wehrt, dass er sich jetzt das so umsetzt, wie er sich das vorgestellt hat. Aber relativ schnell merken die das schon, oder? Ja, ich denke, solche Fälle sind uns am liebsten. Ja. Wenn sie das so schnell bemerken, dass es eigentlich funktionieren kann, Telemarketing, und dass es Sinn macht. Und wenn wir die einfach mal überzeugen nach einer gewissen Zeit. Ja, wenn es nicht zu gefährlich ist, dem Kunden zu lassen, dass er sich selbst dann eben mit seiner Methodik durchsetzt, dann kann man das schon mal machen, um ihm einfach das Gegenteil beweisen zu können. Genau. Er soll mal auf die Nase fallen. Das ist auch eine gute Lektion. Aber wenn wir wissen, das wird nichts Gutes, dann müssen wir eigentlich schnell agieren und auch sagen, okay, nein, so machen wir das nicht. Genau, also das kann wegen unserer Firmenpolitik sein oder wir lassen einfach mal den Kunden sehen, wie wir das machen, was wir machen. Wir haben auch unsere Reportings, wir haben das gemeinsame CRM, beziehungsweise der Kunde hat auch immer einen Zugang zum CRM. Er kann direkt sehen, was die BDAs dort machen. Und ich denke, das spielt auch eigentlich eine Rolle bei der ganzen Überzeugung. Ja, genau. Die Transparenz, die man ihnen einfach liefert, wo sie sich denken, das kann doch nie im Leben sein, dass sie uns alles irgendwie hier preisgeben. Und dann sehen die, okay, die sind wirklich so. Ja. Die verstecken nichts. Genau. Dann sind sie eigentlich relativ offen auch. Sie sind fleißig, ja. Ja. Dann sind sie auch offen, halt zuzugeben, ja, okay, lass uns das so machen. Ja. Natürlich sind gute Vorschläge immer herzlich willkommen. Schlechte Vorschläge werden natürlich auch mal ausprobiert, aber dann eben halt etwas zu beweisen auch. Ja. Genau. Ich habe Fragen vorbereitet. Ich habe mich richtig vorbereitet für heute. Ich werde einige Fragen an dich stellen oder dir stellen und du darfst sie natürlich gerne beantworten. Wenn du irgendwie meinst, möchtest die Frage zurückgeben, kannst du es auch immer gerne machen. Die sind alle ein bisschen, vielleicht könnten sie ein bisschen provokativ wirken, würde ich aber jetzt nicht direkt sagen, aber die handeln von dem heutigen Thema, dass der Kunde eigentlich nicht in Klammern immer im Recht sein sollte. Ein provokatives Thema. Nicht immer recht. Ja, das ist aber ein Thema, dass ich bin, glaube ich, damit aufgewachsen, dass man das immer hört. Ja. Der Kunde hat immer recht und das fand ich irgendwie immer blöd. Aber du warst damals auf der anderen Seite. Ja, ich war der Kunde, genau. Genau. Gut,
Wann hört Kundenfeedback auf, hilfreich zu sein und wird zur Bremse für echte Lösungen? Vielleicht, wenn es zu subjektiv ist, wenn der Kunde sagt, er kennt sich in der Branche aus, er weiß, wie die Leute reagieren. Er sagt, das macht wirklich keinen Sinn, Telemarketing in seinem Bereich. Vielleicht macht er das mit uns aus Neugier und sieht eigentlich das ganze Projekt nicht so objektiv an. Und wir zeigen ihm einfach mal, wie das Ganze läuft. Ich denke, das passiert vielleicht eher am Anfang, wenn sie noch ein bisschen skeptisch sind. Mit der Zeit wird es natürlich ein bisschen einfacher. Okay, gut. Bist du der gleichen Meinung? Ja, da stimme ich dir zu. Ich würde aber auch sagen, dass Kundenfeedback aufhört, hilfreich zu sein, wenn der Kunde einfach meint, er kann das besser, er versteht das besser und wir verstehen gar nichts davon. Ich würde mal sagen, das ist nicht oft der Fall. Meistens das ist nicht oft der Fall, aber wenn das mal passiert, dann muss man auch sagen, okay, es ist Zeit, Lebewohl zu sagen. Genau. Ja, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man dann ist es nicht mehr hilfreich, wenn man merkt, der hat sich was anderes vorgestellt, der möchte viel schneller, viel weniger qualifiziert, viel und auch wenn ihr auch unsere Arbeit nicht versteht, warum wir das so machen und warum es vielleicht nicht 10 Meetings in einem Tag gibt und dass es eigentlich am Ende auch nicht ganz ehrlich ist. Ja. Das Blöde daran ist, solche Kunden kann man eigentlich schon erkennen, bevor sie überhaupt zu Kunden werden. Ja. Wenn man das nicht gemacht hat, dann macht man sich nochmal ein größeres Problem später. Ja, aber man bleibt immer so ein bisschen skeptisch und ich denke, man gibt den Leuten immer eine Chance. Ja, man hofft immer auf das Beste und ist so. Ist nicht immer so. Hoffnung ist nicht immer alles. Okay. Wie gehst du damit um, wenn ein Kunde scheinbar recht hat, aber die Daten oder Prozesse widersprechen ihm? Ja, das ist eine schwierige Frage. Das hatte ich neulich. Wirklich? Ja. Ich denke, Missverständnis. Ja, ich denke, mit solchen Feedback geht man wirklich schwer um. Besonders, ich denke, es ist noch schwieriger für unsere BDAs, weil sie sehen auch die Zahlen und sie wissen, was sie gemacht haben und was die Zahlen zeigen, aber vielleicht versteht der Kunde das nicht so direkt gleich. Und dann kommt es zu einem Missverständnis. Aber ist mir nicht zu oft passiert, muss ich sagen. Ich weiß, ich finde, da muss man einfach seine Sichtweise verteidigen, aber mit Argumenten, die wasserfest sind. Beweisen, ja. Das sind Sachen, wo ich es mir nicht erlauben möchte, dass einer uns zum Affen macht. Ja. Genau. Aber wird auch mit der Zeit eigentlich. Ja. Sollte man immer Ja sagen, um den Kunden glücklich zu machen, oder ist das langfristig schädlich? Also, das ist klar. Es ist langfristig schädlich und kann wirklich dazu bringen, dass man sich selbst verliert in dem ganzen Prozess. Man kann nicht immer Ja sagen. Also wir können jetzt nicht immer widersprechen, natürlich. Man muss also eine Balance finden dazwischen. Aber ich würde mal sagen, langfristig wird da nichts. Weil man kann ja auch immer so, Sie haben recht. Und dann kommt eine E-Mail von unserer Seite her. Nee. Wir haben keine Lust mehr zusammenzuarbeiten. Es ist immer, aber. Wir haben keine Lust mehr Ja zu sagen, das war's. Nee. Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die sich selbst beantwortet. Genau. Ne? Die Antwort auf die Ja-Sagen-Frage ist Nein. Jein. Gut. Wie viel Kompromissfähigkeit ist gesund, bevor man die eigenen Standards oder KPIs opfert? Ja. Ich würde mal sagen, die Fragen sind, beziehungsweise die Antworten sind. Ich glaube, die hast du schon gegeben. Ja. Standards und KPIs opfern wir eigentlich nicht. Nee. Wir können uns darauf einigen, dass also Standards und KPIs sind ja für uns dasselbe. Genau. Opfern nie, erweitern immer. Genau. Deswegen sind wir ja immer offen mit den Zahlen, auch wenn sie nicht so gut sind, wie wir es wollen. Dann sagen wir immer, okay, das müssen wir und das wollen wir noch weiter verbessern. Okay. Ja. Gut, weitere Frage. Kann ein Kunde durch ständige Forderungen mehr Schaden als Nutzen anrichten?
Vielleicht, wenn das Team unzufrieden ist mit den ganzen Anforderungen, wenn es ein bisschen zu viel ist, dann trete ich ein als die Tamponzone, wie du das gesagt hast, und finde einfach die beste Lösung für beide Seiten. Weil man kann nicht jede Woche was Neues machen, testen, ausprobieren, Taktik, neue Branchen, was schon immer. Für alle neue Sachen braucht man ein bisschen Zeit und das ist wichtig, dass der Kunde auch das eigentlich versteht. Ja. Ganz am Anfang besonders, ja. Ich finde es immer schön, wenn der Kunde mitwirkt. Genau. Und wenn er wirklich auch versteht und wenn er sich engagiert und wenn er wirklich Lust hat, das Ganze voranzubringen. Aber wirklich vom Anfang an. Genau. Ja. Ich finde es gar nicht gut, wenn der Kunde wirklich einfach nur da ist und im Hintergrund das überwacht und nicht viel dazu zu melden hat. Aber vor Jahren hatten wir ja eigentlich keine Projektleitung. Wir hatten keinen Business Development Strategist. Wir hatten eine Person, die das BDR. Wir hatten den BDR und wir hatten tatsächlich jemanden, der einfach nur die Berichte überwacht hat und die Rechnung rausgeschickt hat, aber sich nicht mit dem beschäftigt hat, was wir heute machen. Ne? Und das war nicht nachhaltig. Das hätte so nicht funktionieren können, weil erstens wäre der BDR unter so einem riesen Druck vom Kunden ab und zu mal gewesen, weil er selber Anforderungen gemacht hätte, ohne irgendwie zu wissen, was überhaupt realistisch ist. Und das ist, glaube ich, gefährlich. Und deswegen ist da ja deine Position etwas, was sehr wichtig ist. Ne? Und es gibt auch Sachen, mit denen sich der BDR einfach nicht belasten soll oder kennen soll. Er braucht diese Infos nicht. Genau. Und deswegen ist es wichtig, immer, dass es eine Projektleitung gibt, die einfach dann zwischenspringen kann in solchen Gesprächen, weil manchmal sind sie einfach mal befragt. Ja, aber weißt du, der Kunde hat ja uns genommen, weil er es selber nicht machen kann. Genau. Und weil er es vielleicht jahrelang nicht gemacht hat oder auch nicht überwacht hat und eigentlich die Zahlen auch gar nicht kennt oder auch einfach eine eigene Vorstellung hat. Und wenn er den Freiraum hat, diese ständig zu platzieren, dann wird es schwer. Ja. Aber das kann man wirklich am Anfang schon erkennen, ob das passieren wird oder nicht. Ja. Genau. Und da muss man Stopp sagen. Ja. Oder realistisch halt die Augenklappen wegziehen und sagen, wird. Genau. Okay. Wie reagiert man professionell, wenn ein Kunde Erwartungen äußert, die technisch und wirtschaftlich unmöglich sind? Einfach mal realistisch sein. Professionell. Kamera ausschalten und auflegen. Kein Ton. Ja, vielleicht ist es ein bisschen einfacher, wenn es per E-Mail geschieht. Dann hast du ein bisschen Zeit nachzudenken, was da am besten wäre, wenn es im Meeting passiert. Das ist eine sehr gute Antwort. Ja. Und dann weiß der auch, okay, die meint's ernst. Der hat das jetzt nicht aus dem Stegreif rausgenommen. Die hat mir jetzt wirklich argumentiert. Ja, kann man nochmal schriftlich, ist auch sehr wichtig, schriftlich festzuhalten. Natürlich. Und zu sagen, hey, das hast du jetzt für alle Zeiten hier auf deinem Server stehen. Kannst immer zurückkommen, es nochmals lesen. Ja. Meeting ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, würde ich mal sagen, wenn es zu solchen Situationen kommt. Einfach mal sagen, okay, wenn man auch überfordert ist mit der Frage, einfach mal sagen, ich nehme das mit, ich frage mein Team, bespreche das nochmals intern, ob es möglich ist. Meistens finden wir eine Lösung für solche Anfragen, etwas dazwischen. Aber ich will mal sagen, einfach nicht zu schnell reagieren und vielleicht nicht so explosiv. Genau, einfach mal also professionell ist hier nicht impulsiv sein oder explosiv sein. Ja, das ist sehr wichtig. Einfach mal ruhig bleiben und sagen, okay, nochmals nachdenken. Und ich denke, der Kunde schätzt es auch, wenn man sagt, okay, ich muss nochmals nachdenken und ich komme dann zurück bei dir mit dieser Frage, Antwort war schon. Und auch wenn es ein Nein ist, dann wissen sie, okay, sie haben das mindestens in Anspruch genommen. Ja. Das ist gut. Ja. Das ist sehr gut. Kühlen Kopf bewahren, nicht hitzköpfig in das Ganze reingehen, temperamentvoll, als ob es irgendwie jetzt dein Leben davon abhängt, sondern. Man muss ein Pokerface. Genau. Das ist sehr gut, ja. Okay. Ist es fair, Kundengrenzen aufzuzeigen oder riskiert man dann den Account bzw. den Kunden? Ich würde mal sagen, wenn es dazu kommt, dass wir überhaupt darüber nachdenken, ob man jemanden verlieren oder nicht und ob es wert ist, dann ist das schon eine Antwort für uns. Dass es dazu gekommen ist, dass wir eigentlich darüber nachdenken müssen und besprechen mussten, okay, macht das Sinn? Ist sehr fair. Macht das Sinn oder nicht? Genau. Ja, okay, gut. Okay. Wann ist es sinnvoller, den Kunden zu überzeugen, dass er nicht recht hat, anstatt seinen Wunsch umzusetzen?
Frage. Ich kann mich jetzt an keine so Situation erinnern, wo es wirklich so war. Hast du vielleicht ein Beispiel? Ja. Ja. Sehr viele. Und das vor allem jetzt auch nicht in diesem Segment, wo wir das Projekt schon bekommen haben, sondern in der Phase, wo wir In unserem Pre-Sale noch verhandeln. Ja, genau. Deswegen sind wir vielleicht auch schon in einer besseren Situation, würde ich mal sagen, als Projektleitung und das ganze Team, weil das Team, das bei uns Pre-Sales macht, beziehungsweise den ganzen Sales-Prozess, bearbeitet schon den Kunden und kennt den Kunden, ich würde mal sagen, lernt den Kunden kennen und gibt uns schon ein kleines Feedback und Gefühl, wie das aussehen kann. Boah, Nina, aber mir fällt gerade was ein. Ja? Du hattest doch neulich so eine Situation. Das war ja unterstes Niveau. Ja, genau. Also mit der Meeting-Geschichte. Du hattest so eine Situation, wo ein Dumpingpreis vorgeschlagen wurde, der wirklich unter jedem Niveau war. Ja, das ist aber ein gefährliches Thema. Ja, das war so, das kann man einfach nicht glauben. Das bringen Leute einfach und man kann es nicht fassen und da hast du, glaube ich, auch ganz gut reagiert. Ja, mit eurer Hilfe, ja. Ja, okay, aber ich habe zuerst gelacht. Haben wir halt, ja, klar. Erst lacht man sich kaputt über solche Sachen, dann ist man auch ein bisschen wütend und dann denkt man sich nur, boah, solche Kindergeschichten. Ja. Ich fand das ganz so demütigend, weil. Ich fand es unprofessionell, demütigend. Ja. Und dann von der anderen Seite fand ich eine Reaktion, wie wir sie gebracht haben, gar nicht mehr tiefer darauf einzugehen und einfach zu sagen, eine Kündigung ist an dieser Stelle viel sinnvoller. Die beste Option. Ja. Ist, glaube ich, das spricht für sich selbst. Wer genügend Grips im Kopf hat, der hat es verstanden. Wer nicht, dann ist es sowieso besser, dass wir uns getrennt haben. Das Gute ist, wir haben also damit nicht so viel Zeit verbracht. Ich muss sagen, in 15 Minuten haben wir das geklärt, die ganze Geschichte gelacht. Waren ein bisschen böse und dann nicht und ja. Ja. Das ist eine Situation. Genau. Das ist genau so etwas. Aber das passiert hoffentlich. Ich meine, Gott sei Dank nicht so oft. Ja, aber ich würde sogar vielleicht ein bisschen für unsere Zuschauer auch ein bisschen Kontext geben. Also es ging darum, dass ein Kunde einfach eine unrealistische Erwartung hatte. Genau. Einen ganz kurzen Monat mit uns zusammengearbeitet hatte, irgendwie das Gefühl hatte, wir müssten jetzt 100 Termine auf einmal aus 200 Kontakten rausholen, was absolut, ich glaube, jeder, der einmal Kaltakquise gemacht hat, weiß, dass das nicht nur unrealistisch ist, sondern auf keine Art und Weise mit einer Person zu schaffen ist, die sorgfältig Leads bearbeitet. Und dann kam. Wo die Meetings auch qualifiziert sind am Ende. Qualifiziert und gut, aber die Quantität war halt eben noch nicht auf dem Niveau, weil wir auch erst im ersten Monat sind. Aber das muss man erstmal verstehen können. Und dann kam halt das Gegenangebot. Das Blöde ist ja, sie sind ja nicht zufrieden, weil sie mehr Quantität erwartet haben, aber dann geben sie uns ein Gegenangebot, obwohl sie ganz genau wissen, wie unsere Firmenpolitik ist, wie unsere Preisstruktur ist und was wir eigentlich philosophisch und in unseren Tätigkeiten an den Mann geben. Ja. Kommen sie dann mit der Idee, dass sie nach Termin bezahlen möchten. Ja. Zu einem Dumpingpreis, der gar nicht zu erwähnen ist. Und das ist ja schon mal eine Sache, wo man sieht, die haben uns von Anfang an gar nicht verstanden. Nee. Nach so langen Verhandlungen eigentlich, auch mit euch. Ja. Als ob wir in jeder Sprache gesprochen haben, aber nicht in der wir uns verstehen. Wir haben uns gar nicht verstanden. Nein. Unglaublich. Und dann ist es am besten eigentlich, sich zu trennen. Genau. Wenn einer nicht zuhört und einfach sein eigenes Ding durchführen möchte und dich dann nochmal mit solchen Sachen überhaupt anfragt, dann ist es gut. Okay, gut. Letzte Frage. Bin gespannt. Gibt es Fälle, in denen nicht Recht haben tatsächlich ein Vorteil für die eigene Lösung ist? Nicht Recht haben für Vorteil für die eigene Lösung. Weißt du, was ich damit meine? Wenn man sich selbst so. Wenn eigentlich die Situation
vom Kunden aus kommt und jetzt er hat nicht recht. Du meinst jetzt halt also, der hat eigentlich nicht recht, aber dieses nicht recht haben bringt zu einer neuen. Ist eigentlich etwas, was für uns gut ist. Sag mal so, der Kunde, kleines Beispiel jetzt, hypothetisch, der Kunde sagt, ja, ich finde, wir sollten einfach den Stundensatz erhöhen und dann wird's besser. Mhm. Du denkst ja, ja, eigentlich wäre es ja gar nicht schlecht, aber ich glaube tatsächlich, das bringt nichts, weil einfach, das Projekt ist halt eben scheiße. Es läuft halt scheiße und die Kontaktdaten sind nicht gut und so weiter. Der möchte aber die Stunden erhöhen. Es wäre eigentlich blöd zu sagen, nö, wir nehmen jetzt nicht mehr Geld von euch. Ja. Ne? Es wäre ja eigentlich ein eigentlicher Vorteil für uns. Aber du weißt, der hat nicht recht und du gehst das trotzdem ein, weil das vielleicht monetär was wäre. Würde ich nicht machen. Ja, das machen wir nicht, weil wir sind eigentlich ganz immer direkt. Würde ich wirklich nicht machen, aber. Und bringt eigentlich auch zu Unzufriedenheit bei uns, wenn wir so ein Projekt haben, ein weiteres Projekt haben, das vielleicht nicht so gut läuft und dann haben wir noch ein extra Team und noch extra Stunden und da sind alle unzufrieden, weil das nicht so geht und wir geben uns Mühe und wir besprechen das viel. Vielleicht bereiten wir neue Sachen vor und am Ende bringt das nichts. Also, und der Kunde sagt, bringt das Frustration. Ja, gell? genau. Aber halt, es ist etwas, was verlockend für sehr viele ist und die nehmen das dann an. Ne? Genau. Ach ja, mehr Kohle. Machen wir. Ja. Wir machen es nicht besser. Nee, ja. Gut. Transparenz und Ehrlichkeit, das muss auch immer mit dabei sein. Genau. Nina, von mir aus war's das. Ich will mal sagen, wir haben eine gute Zusammenfassung vom ganzen Thema. Ich will mal sagen, das Thema ist immer relevant und hoffentlich auch für unsere Zuschauer. Genau. Ich finde, es ist einfach eine Sache, wo man immer wieder drüber reden sollte, wo man immer wieder auch sich bewusst sein sollte, man darf sich nicht alles gefallen lassen. Ja, aber besonders wenn man neu im Sales ist. Auch. Genau. Aber man darf sich auch nicht übermütig über alles stellen und sagen, ich habe immer recht, der Kunde oder ihr könnt es nicht so gut machen wie ich, sondern einfach auch zuhören und auch ein bisschen taktisch sein. Und halt gerade dieses, man sich nicht sicher ist, ob man jetzt wirklich, wenn man das Gefühl hat, man möchte explosiv reagieren, stopp, dann sollte man es, schreibt lieber eine E-Mail später, die sachlich ist und allen daraus klar ist, was gemeint wurde, anstatt hier jemanden anzubrüllen. Dann haben wir es für immer. Genau, und dann haben wir auch einen Beweis. Ja. Okay, ja, das war's. Das war eine neue Folge mit Nina. Liebe Zuschauer, Zuhörer, subscribe unser Channel. Kommentare sind erwünscht. Und Nina und ich sind bei LinkedIn erhältlich als Follower und Dingsbums Connections. Gerne. Sehr nett. Wenn ihr uns fragt, dann lehnen wir euch wahrscheinlich nicht ab. Nee. Okay, das war's. Ciao. Tschüss.